Hereinspaziert. Willkommen bei Schramm und Partner. Na dann, auf gutes Gelingen. Vielen Dank. Sie werden sehen. Ich werde Sie Alles nicht Weitere enttäuschen. werden Sie klären mit meiner Sekretärin. Claudia haben Sie ja schon getroffen. Ja. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Diese hier ordnungsgemäß ausfüllen. Zeitnah. Das wäre dann alles. Willkommen bei Schramm und Partner. Echt? Oh, das ist ja cool, ey. Ich freue mich voll für dich. Jetzt sollte alles ganz schnell gehen. Man muss einfach nur wollen. Da wird man ja automatisch befördert. Hi, Herr Staatsanwalt. Bin nur Anwalt. Ich freue mich voll für dich. Danke dir. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Na? Jetzt steht uns die Welt offen. Das hier ist mein Laden. Waschsalon? Ey, wir haben sogar eine Dekopflanze. Wow. Ist die echt? Nein. Endlich haben wir es auf der Karriereleiter geschafft. 2 Bachelors und so erfolgreich. Was würdest du machen, wenn du noch mal 10 bis 15 Jahre zurückdrehen könntest? Ja, und dann ist da noch die Hochzeit von Lana und Benny. Da sind wir eingeladen. Das ist auch bald. Wie steht's eigentlich mit Paul? Wie soll's ihm gehen? Gut, natürlich. Ich habe ihr Kleid gesehen. Das ist so wunderschön. Und dann noch mit dem Schleier. Ich bin echt schon ein bisschen neidisch. Alles okay? Geht so.
kommst auch noch. Es ist später geworden heute. Sorry. Heute? Hm? Wenn du ihn verdienst, kannst du auch 2 Nebenjobs machen, dann kennst du besser bei Dad. Scheiß altes Ding! Hast du gehört? Du bist ein scheiß altes Ding! Scheiße. Jan, mein Junge. Komm rein. Wie geht's dir? Nadine hat mir gesagt, dass deine Bewerbung endlich angenommen wurde. Ja, genau. Sie freut sich fast mehr als ich. Wie geht's dir? Aber ist eine hübsche, deine Nadine. Du, sag mal, kann ich etwas Wäsche waschen? Ja klar, gib her. Ich mach dir das eben. Danke. Weißt du noch, der Urlaub an der See? Ja, klar, das war doch mit Onkel Rudi und Tante. Tante Emily. Denkst du manchmal noch an deinen Vater? Das weißt du doch.
bald. Mikroskopisch gar nicht so eindeutig, denn die mikroskopischen physikalischen Gleichungen sind tatsächlich reversibel. Das heißt, man kann sie sowohl vorwärts als auch rückwärts abspielen. Was wir aber sozusagen in der makroskopischen Welt feststellen, ist, dass es irreversible Prozesse gibt. Hallo? Jan! Hey! Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Warst du wieder in MSV? Viel beschäftigt. Ja, und Nadine meinte, du hast jetzt eine neue Stelle. Congratulations. Meinst du, ich kann ein paar von den Maschinen anschmeißen? Klar. Wie viele brauchst du denn? Super, danke. Ah, passt schon. Geht das Haus. Funktioniert das? Kein Hexenwerk. Welches Programm? Na, in welchem Waschprogramm sollen die laufen? Alle. Alle. Alter. Alter. Hotel Mama, ja? Was sagt denn Nadine dazu? Bierchen? Bierchen. Hier. Skoll. Mensch, der Jan, hier bei mir. Was ist das denn? Keine Ahnung. Fuck! Die ultimative Location gefunden. Ist zwar ein bisschen teuer, aber das musst du dir unbedingt anschauen. Neue Wohnung? Mhm. Lass morgen drüber reden. Gute Nacht. Ja. Für die einen so, für die anderen so. Nacht. Wie Sie wissen, sind Sie in der Probezeit. Danach kann Schramm und Partner über eine Verlängerung nachdenken. Eine unbefristete Stelle. Und wer weiß, vielleicht haben Sie das Potenzial für eine Partnerschaft. Hm? Wo haben wir Sie eigentlich gefunden? Bewerbung. Ah, ja. Ich hätte Sie gern was gefragt. Könnte ich für kurze Zeit das Dachgeschoss benutzen? Da ist ja eh niemand. Sagen Sie nie, nie. Welche monetären Gegenwerte hatten Sie sich denn vorgestellt? Ja, also... Ach, wissen Sie was? Sie können den Raum im Dachgeschoss nutzen. Dafür erfüllen Sie Ihre Mitarbeiterpflicht von wöchentlich mindestens 58 Stunden. Danke, aber Sie meinen die 35 Stunden. Ihr Arbeitsvertrag sieht offiziell 35 Stunden vor. Die Überstundenfelder lassen Sie dann einfach leer. Was haben Sie eigentlich vor? Hallo? Hallo?
Hey, Paul. Jan, Sind noch welche frei? meine 3 Besten. Top. Hast du das gesehen? Was denn? Die Sicherung springt immer wieder rein und raus. Ach, Stromschwankungen? Lass mal wieder was unternehmen. Was trinken oder ins Stadion. Alles in Ordnung bei euch beiden? David Korn, ich komme später nochmal. Grüß Nadine von mir. Ich brauche den Fall Schmidt versus Köhler gleich. Ja, kommt schon. Pronto! Durch die Anwesenheit der Sonne, also einfach durch ihre Masse, wird die Raumzeit manipuliert oder gekrümmt. Und Objekte, die einfach an der Sonne vorbeifliegen wollen, sind dann in einem gekrümmten Raum und fliegen dann um die Sonne herum. Und das empfinden wir dann als Gravitation. Der Aufzug hier ist sehr klein. Sie müssen die Maschinen also wahrscheinlich stapeln. Nur Türlieferung. Dienstleister müsste man sein. Hey! Guten Abend. Na, läuft alles? Alles bestens. Super. Sag mal, kennst du dich mit Startups aus? Mit Ups und Downs kenne ich mich aus, ja. Niemand im Ernst. Nee, keine Ahnung. Die meisten sind in Berlin, habe ich mal gelesen. Warum fragst du? Wolltest du nie was Eigenes machen? Dein eigener Chef in deinem eigenen Startup sein? Ich hab hier doch alles. Würdest du mir das zutrauen? Auf keinen Fall. Warum nicht? Jan, wir kennen uns seit der 1. Klasse. Glaub mir, andere sind dafür besser geeignet als du. Vielleicht probiere ich es trotzdem.
Moin. Morgen. Kabel, Schläuche? Schläuche finden Sie hier vorne rechts hinter den Waschmaschinen und die Kabel hier vorne in der ersten Halle. Gern geschehen. Hallo, kommen Sie alles hin. Dann wären es einmal 223 Euro, bitte. Mit Karte. Morgen. Was machen Sie da? Ich bringe nur 1, 2 Sachen nach oben. Ich habe einen der Räume vom Anwalt angemietet. Ah, so. Na, hoffentlich machen Sie da oben keinen Lärm. Hm? Ja. Hier ist der Jan. Ich kann heute aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Ich melde mich morgen, ja? Tschüss. Mensch. Das wäre doch was. Hi, kannst du mir kurz helfen? Jan, hilf mir mal. Hi. Komme gleich. Jetzt. Was soll das? Es ist immer das Gleiche mit dir.
Träumer. Was machst denn du die ganze Zeit? Ich setze auf den Trend der Zeit. Das mache ich. Ja, machen wir auch hier mal nicht verkehrt. Ich tüftle an einem Start-up. Da kann mir keiner mehr reinreden. Du und ein Startup. Ja? Der Start in den Tag fällt dir doch schon schwer genug. Ernsthaft? Waren Sie das neulich? Haben Sie alle Maschinen 24 Stunden laufen lassen? Ich kann derzeit nicht mehr waschen. Nicht alle. Raumzeitkrümmung ist das, was passiert, wenn man sich den ganzen Raum, die 3 Dimensionen, die man kennt, zusätzlich zu der einen Dimension der Zeit, die wir haben, nimmt und dann eine große Masse darin platziert, dann wird die Raumzeit gekrümmt. Guten Tag, Herr Professor Stein. Guten Tag, Moment. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage. Ja. Ich interessiere mich für Raum- und Zeiteffekte. Ja. Können Sie mir einen Einblick oder Abriss geben über die Umsetzbarkeit von Zeitreisen? Ja, genau. Ist es möglich, den Raum und die Zeit zu verändern? Ja, stellen Sie sich vor, ein rotierendes Universum, wo alles sich sehr schnell dreht, fast mit Lichtgeschwindigkeit. Guten Abend. Personenkontrolle. Den Ausweis einmal bitte. Dein Freund und Helfer. Herr Hoffmann, was machen Sie denn hier? Schwertransport. Sehen wir. Sie wurden gemeldet. Ich bin Anwalt. Kann jeder sagen. Ist viel los auf den Straßen? Oder warum kontrollieren Sie jemanden mit einem Einkaufswagen? Herr Hoffmann ist tatsächlich Anwalt. Schramm und Partner negativ. Alles in Ordnung. Na gut. Was machen Sie da oben? Ich werde die Polizei rufen. Die kenne ich bereits. Dauernd springen alle Sicherungen raus. Mein Mann kann sein Tennis nicht mehr gucken. Spielt er nicht mit? Der Vermieter weiß Bescheid.
Eingangs ist gleich Ausgangswinkel. Wo bist du? Wo soll ich sein? Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Was soll das? Jetzt hast du endlich einen Job, wenn gleich dein Gehalt höher sein könnte. Und das weißt du. Machst aber alles andere. Was ist so wichtig? Andere Sachen sind auch wichtig. Definiere das mal. Auch wichtig. Und was genau? Ich arbeite an einer Erfindung, die vielleicht alles verändert. Arbeitest oder eher prokrastinierst? Ich tüftle an einer Sache. Das kann was ganz Großes sein. Verstehe. Ich würde mich auch über eine Vergrößerung freuen. Räumlich, wie auch persönlich. Darüber haben wir schon so oft geredet. Der Zeitpunkt. Schwierig. Wie immer. Die Kanzlei. Mein Start-up. Wo ist der Kumpel von früher? Wo ist mein Vertrauter? Wo ist mein Freund? Komm, sieh nach vorn. Er ist immer noch da. Du bist der in der Vergangenheit lebt. Hast du mit Helga gesprochen? So etwas gehört zum Leben dazu, Jan. Veränderung. Welche Richtung? Verbock es nicht. Aber ich weiß gar nicht. Ausgerechnet jetzt. Ich weiß Genau überhaupt nicht, wie ich jetzt. das. Was soll der Lärm? Keine Zeit. Ich nehme die Reihe da. Oh, Jan! Du kannst doch nicht mit Fahrrad hier reinkommen. Hey, was wird das? Hallo? Hallo? Das ist meine Klappe. Das ist meine Maschine. Hallo, geh doch mal weg. Was ist mit dir? Was machst du? Das wird beruhigen sich. Gucken Sie sich mal das Chaos hier an. Es muss sauber werden, nicht dreckig.
Das glaube ich kaum, Meister. Ich bin der Manager. Was ist los mit dem? Entschuldigen Sie bitte alle die Situation. Aber der Schlaf wird Ihnen umgehend ersetzt. Ja, klar. Ey, Wahnsinn, wirklich. Guck mal, wie dreckig ist das. Ah, ekelhaft. Mein Herr, verzeiht. Unglaublich. Psycho, ey. Wahnsinn. Wasch doch mal oder ein Drecksdarum. Erst und letzte Mal. Frau, erklär mir mal bitte die Situation. Es sind doch nur ein paar Sicherungen rausgesprungen. Wir hatten einen Kurzschluss. Ich meine, Jan hat es doch nur in der Maschine vertan. Das ist doch kein Grund jetzt hier... Vorsichtig mit dem Theater. Ich dachte, das funktioniert. Mit dem Denken hättest du mal besser früher angefangen. Was ist das für ein Typ? Ja. Verwässert. Hör zu. Hab deinen Knäppel und nichts hier raus hier. Los, komm mit. So, willkommen in meinem kleinen Domizil. Wow, ganz schön groß hier. Idiot. Naja, ich meine, glücklicherweise habe ich überhaupt noch ein Zimmer bekommen. Ich bin mega froh, zu Hause raus zu sein. Ja, zu Hause. Was meinst du? Hast du vielleicht was zu trinken? Ja, klar, bestimmt. Hey, Thanks. kein Ding. Arbeitest du hieran? Ach, ist nur Unikram, Mathe. Ich musste mich da eigentlich viel mehr reinknien, aber naja. Mal schauen, vielleicht wechsle ich auch das Hauptfach. Eine Gleichung führt zur nächsten. Und das geheimnisvolle X löst sich am Ende immer auf. Scheiße. Schon wieder. Wir waren eingeladen. Geht's gut? Überstunden? Jetzt nicht mehr. Vielleicht solltest du einfach dein Zeug packen und abhauen. Ich meine, meine Freunde glauben mir eh nicht mehr, dass ich noch einen Freund habe. Arschloch. Dann kannst du auch noch deine Miete zahlen. Ich habe vielleicht herausgefunden,
wie man ein Wurmloch erzeugt. Wenn ich es nur stabilisieren könnte, dann könnte ich in die Vergangenheit reisen. Nein, Zeitreisen sind zunächst nicht möglich. Eine bewusste Bewegung entlang der Zeitachse in die Vergangenheit schließt sich ad absurdum aus. Einzig bei einer Reise mit fast Lichtgeschwindigkeit zum Mars und zurück werden die Astronauten vielleicht ein wenig jünger, aber das heißt weniger gealtert als die Menschen, die da geblieben sind. Also ist es doch möglich. Schreiben Sie sich am besten in den Kurs für theoretische Physik ein, in die Mechanik, Elektrodynamik, Relativitätstheorie. Dann werden Sie das alles verstehen. Können Sie mir das kurz erklären? Nein, kann ich nicht. Ich muss das wissen. Lesen Sie das, dann werden Sie alles verstehen. Ciao. Das so ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Das hängt mit Informationsverlust zusammen. Die Entropie muss immer steigen. Und das gewissermaßen wird dadurch in der Physik ein Zeitpfeil ausgezeichnet. Und deswegen muss Zeit immer in eine Richtung fließen. Das hier ist die alte Außenanlage, ne? Oh, war ja früher der Betriebsamkeit. Ja, aber keine Sorge, ne? Also jetzt kommt keine Sau mehr. Haben Sie auch Innenräume? Stehe. Wie viel Quadratmeter? Super. Das hier ist also unsere alte Produktionsstätte. Aber die Materialien sind alle schon verkauft. Ne? Aber Strom- und Wasseranschluss funktionieren noch. Ja, das ließe sich sicherlich einrichten. Verstehe. Woran haben Sie gedacht? Och, 300 Bar auf die Kralle, pünktlich im Voraus, versteht sich. Versteht sich. Hier beim Sachs. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich war unterwegs. Aha. Kein Bock mehr? Doch schon. Ich habe nur viel zu tun.
Man muss halt schon wissen, was man will, ne? Apropos Wissen. Willst du wissen, woran ich gerade arbeite? Ich glaube, 1950 oder so wurde gezeigt, dass wenn wir ein rotierendes Universum hätten, könnte ein Objekt oder ein Mensch eben seine Vergangenheit besuchen, sozusagen. Genau, aber dafür bräuchte man dann ein rotierendes Universum. Und warum jetzt? Herr Hoffmann. Und wie ich sehe, haben Sie die Teile sogar mitgebracht. Sehr gut. Ließe sich untersuchen, ob es Ähnlichkeiten zwischen diesen Teilen gibt. Lassen Sie mich mal überlegen. Auf chemischer Basis. Klar. Ich meine, ich könnte Ihnen eine Carbon-Schwefel-Analyse anbieten. Oder besser sogar, eine Atomabsorptionsspektroskopie-Analyse. Wie lange dauert das? Bei der Menge ein paar Tage sicher nicht. Einverstanden. Hey. Hallo. Hallo. Bist du später zufällig in der Stadt? In der Stadt? Ja. Denk schon. Hier ist gerade viel los. Das Ding mit der Zeit, ne?
Herr? Hofmann. Genau. Schön, Sie anzutreffen. Sie befinden sich im Mietzinsrückstand. Die Post nicht erhalten? Denke nicht. Ich bitte Sie, kurzfristig die Kosten auszugleichen. Andernfalls wird die Gesellschaft Maßnahmen ergreifen, zumal uns Beschwerden gegen Sie vorliegen. Die städtischen Behörden verzeichneten einen ungewohnt hohen Energie- und Wasserverbrauch im letzten Quartal. Analysen der Kleinverbraucher, Großabnehmer und der städtischen Stadtwerke sollen Klärung bringen. Eine Kommission ist eingerichtet. Die Stromversorgung der Stadt ist auf keinen Fall gefährdet, so die Stadtverwaltung. Und nun zum Sport. Bei den Ruderwettkämpfen auf der Regattabahn gibt es einen Lokalsieger. Hallo? Hallo Jan. Und? Jan, bei deinen Metallteilen hat sich nichts ergeben. Alles normale, gewöhnliche Stahl- und Eisenlegierungen. Würde es helfen, wenn ich weitere Partien zuschicke? Ja, dies wäre eine Möglichkeit. Unsere Adresse kennst du ja. Okay. Post geht raus. Fleißig, fleißig. Die Sicherung schicken wir alle raus. Das ist einfach so nicht mehr was. Herr Hofmann, wir müssen sprechen. So nicht, so nicht. Das wird Konsequenzen haben. Die Kommunalwahlen finden diesen Herbst statt. Die Unregelmäßigkeiten in der Strom- und Wasserversorgung seien noch nicht behoben, berichtet die Sprecherin der Stadtwerke. Die städtischen Behörden schließen technische Störungen nach Analysen aus. Der Fall wurde seitens der Stadtverwaltung an die Landesbehörden herangetragen, heißt es. Seit geraumer Zeit kommt es zu einem massiven, unerklärlichen Strom- und Wasserverbrauch. Es kann vereinzelt zu kurzen Stromausfällen in Stadtbezirken kommen. Niemand müsse sich jedoch Sorgen machen. Eine Service-Hotline ist eingerichtet. MitarbeiterInnen von Polizei und Ordnungsdienst sind verstärkt im Einsatz. Es wird um sachdienliche Hinweise gebeten. Wir beauftragen Sie damit, in einer Sache Nachforschung anzustellen. Sicher haben Sie von dieser Stromsache gehört. Die Akten der ersten Ermittlungen wird Ihnen dann Claudia bringen. Sie meinen das, was derzeit überall in den Nachrichten... Genau. Eine Zeitreise kann in eine Gürtelraumzeit realisiert werden. Eine Gürtelraumzeit kann man sich vorstellen wie unendlich viele im ganzen Raum ausgedehnte Wirbel, die parallel zueinander gleichzeitig rotieren. Und da kann man eine Schleife durchziehen, die geschlossen ist, und man würde dann so in der Zeit reisen.
Ja? Hallo Jan, danke für das Paket. Ja. Ich habe nochmal Metallteilproben entnommen, um diese metallurgisch und via Infrarotmethode zu untersuchen. Und manche dieser Teile gleichen sich aus, manche dieser Proben gleichen sich aus, Jan. Was heißt das? Soll heißen, dass du diese seltenen Elemente nur in einer bestimmten Baureihe wiederfindest. Nur in einer bestimmten Baureihe. Also betrifft es die chemische Zusammensetzung? Ja, es wurde wohl nur aus einem bestimmten Zufall in einem Kontingent verbaut, Jan. Ja, nur aus einem bestimmten Zufall, weil diese Bestandteile sind für Waschmaschinen sehr ungewöhnlich. Wow. Also, ganz wichtig, auf den Hersteller kommt es hier gar nicht an. Es kommt auf den Zeitraum an den Zeitraum. Der Zeitraum ist ganz wichtig, weil es alles elender, alter Kram, 90er-Jahre-Kram und so. Verstanden? Ich melde mich wieder. Was würdest du ändern, wenn du 10, 15 Jahre zurückdrehen könntest? Vieles. Wie geht's Ihnen heute? Um sicher zu gehen, würde ich bei Ihnen weitere Untersuchungen vornehmen. Wie meinen Sie das? Die Zahl der roten und weißen Blutkörperchen entspricht einfach nicht der Norm. Außerdem sind Ihre CT- und CK-Werte katastrophal.
Geht es dir besser? Konnte der Arzt etwas feststellen? Ja. Kommt schon alles in Ordnung. Es ist ganz klar, was die mögliche Zukunft ist, also in welchem Bereich die mögliche Zukunft liegen kann, wie Ereignisse miteinander verknüpft sind. Und normalerweise, wenn es jetzt keine Gravitation gäbe, dann würden alle Lichtkegel so aussehen. Das heißt, ich kann mich nur irgendwie hier nach oben bewegen in der Zeit. Aber die haben immer so einen 45-Grad-Winkel gewissermaßen, diese Lichtkegel. Und durch Gravitation kann es nun sein, dass solche Lichtkegel so ein bisschen gedreht werden. Und dann kann es schon mal sein, also das hier ist dann gewissermaßen die Ortskoordinate, das ist die Zeitkoordinate. Und wenn ich etwas drehe, dann können Zeit und Ort miteinander vermischt werden. Mir ist noch etwas hingefallen. Nur eine weitere Rechnung. Öffnen Sie die Tür! Aufmachen, sonst rufe ich die Polizei und reiche Klage ein. Hey. Hi. Ich bin der Michael, der Studienkollege von Anna. Anna hat mich gebeten, schnell etwas bei ihr für die Uni zu holen. Könnte ich eben kurz über dein Badezimmer rein? Bitte. Beschreib Anna kurz. 1,65 groß, dunkle Haare. Okay, gut. Komm rein. Danke.
Auf Nimmerwiedersehen. Los. Herr Hofmann, öffnen Sie die Tür. Herr Hofmann! Was? Seit geraumer Zeit sieht sich die Stadt vor das Problem der kontinuierlichen Energieversorgung gestellt. AnwohnerInnen sind dazu aufgerufen, Strom und Wasser einzusparen. In den kommenden Tagen kann es zu kurzfristigen Stromausfällen kommen, da die Energieversorgung zu Analysezwecken blockweise abgeschaltet werde. Eine Service-Hotline ist eingerichtet. Die Polizei werde im Einsatz sein. Jan Hofmann. Von Hamsterkäufen soll abgeraten werden. In den kommenden Tagen kommt es zu hohen Temperaturen. Sie wollen herkommen und... Wer weiß. Na, die Stadt. Jan. Die Stadt und die... Jan. Beruhig dich. Die Polizei sucht mich. Glaubst du? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wieso? 2 Beamte hätten mich festgeschnappt. Sie werden blockweise den Strom abstellen. Waren alle meine Experimente umsonst. Aber nein, hast du noch deine Aufzeichnung. Komm, komm. Rechts! Jo. Nein! 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 Jan! Jan! Komm nicht! Komm! Nein! Ich bin noch nicht fertig. Und zwar geht es um Ihren Sohn Jan Hoffmann. Achtung, hier ist die Polizei! Hoffmann? Ja. Wieso hilfst du mir? Und dein Fund? Alles negativ. Okay, klar. Alles klar. Na, hat nicht jeder Mensch eine eigene Agenda? Ich glaube schon, dass zunächst einmal alle Egoisten sind. Ja, Erst das Fressen. und dann die Moral. Ich weiß, dass du mir von Anfang an gefolgt bist. Wieso?
Also, anfangs war es wirklich rein zufällig. Und dann habe ich deine Gespräche mitgehört und ich habe noch ein Thema für meine Arbeiten gebraucht. Deine Arbeit? Komm schon, Jan. Du verstehst das doch alles eh nicht. Du bist weder Naturwissenschaftler, noch bist du Ingenieur. Und damit du es auch direkt weißt, einige von deinen Notizen, die habe ich dir in ein Buch geschrieben. Du? Damit du überhaupt weiterkommst. Ja, der nächste Schritt in der Entwicklung der Menschheit. Und für mich. Weil Jan, diese Entdeckung, die könnte es wirklich sein. Jetzt nehme ich doch nicht so an. Ja. Ich hab's für mich getan. Und jetzt komm. Gang negativ. Hier ist safe.
bei Bachelor. So erfolgreich.